Hallo meine Lieben, ich hatte euch vor einiger Zeit mal gezeigt, wie ihr mit dem Cricut Maker mit Goldfolie oder Silberfolie arbeiten könnt, und da haben einige von euch vielleicht gedacht, naja, schön und gut, aber ich habe nur die Cricut Joy und na, was kann ich denn damit machen? Und das Thema ist, da werden ja zwei verschiedene Tools verwendet für die Cricut Joy und den Cricut Maker, weil die Cricut Joy halt einfach kleiner ist. Und naja, es ist halt auch ein Thema mit dem Druck, weil der Maker mit einem höheren Druck arbeiten kann. Und da dachte ich mir, das wird sehr wahrscheinlich mit der Cricut Joy nicht funktionieren. Und ich bin sicher, dass einige auch versucht haben, so mit Hacks wie zum Beispiel dem Foiling-Tool von We Are Memory Keepers zu arbeiten. Ich bin einfach nicht so ein Fan davon, weil, naja, das Gerät ist halt einfach nicht gemacht, um mit Hitze zu arbeiten, und dieses Tool entwickelt halt schon eine enorme Hitze. Und deshalb ist es eine ganz coole Sache, dass ich euch heute sagen kann, wir haben eine Lösung. Und zwar haben sie das Tool rausgebracht für die Cricut Joy, und das ist jetzt endlich auch in der Schweiz angekommen, ne? Und ich wollte euch einfach mal so ein paar Projekte damit zeigen und auch, was funktioniert und was nicht funktioniert. Da sind sicher auch ein paar Ideen dabei für diejenigen, die mit dem Maker oder mit dem Explorer arbeiten. Und für die Cricut Joy wollte ich euch auch noch was anderes zeigen, nämlich es gibt eine App, die speziell nur für die Cricut Joy gemacht ist. Das heißt, wir werden heute nicht mit dem Design Space arbeiten, sondern ich werde euch das Ganze über die App für die Cricut Joy zeigen. Und damit starten wir auch gleich. Die App, von der ich gesprochen habe, das ist eben nicht der Design Space, den wir sonst immer verwenden, sondern hier gibt es eine Cricut Joy App, die sieht so aus. Und wenn ihr da reingebt, dann habt ihr hier verschiedene Sachen, die ihr machen könnt. Papierbastelei, Einlegekarten, Schnelletiketten, Bügelfolien und Infusible Ink, Vinylaufkleber, Papierbasteleien. Das sind alles so Möglichkeiten. Wir gehen heute in die Einlegekarten rein, und da will ich was ganz Spezielles, und deshalb gebe ich hier mal Flower ein und suche hier so ein bisschen durch, was ich denn gerne haben möchte. Und zwar ist es die hier. Und hier sagt er euch jetzt, was ihr alles braucht, ne? Einlegekarten, Schneidematte, Stift oder Marker, Folientransferwerkzeug, Entgitterungswerkzeug, Schaber, kann je nach Projekt variieren. Von dem her, ich würde sagen, wir gehen da jetzt einfach mal rein. Und dann könnt ihr die Kartengröße auswählen. Ich habe nicht die Einlegekarten von Cricut, sondern ich habe die selber kurz geschnitten. Ich habe die 10,8 mal 14 cm. Das habe ich einfach geschnitten auf 21,6, zweimal die 10,8 mal 14 cm, und so habe ich hier eine passende Einlegekarte. Die wähle ich aus, sage weiter. Und jetzt ist es so, dass es euch das einfach mal in Schwarz-Weiß anzeigt. Und hier ist das Coole, ihr könnt euch jetzt so wie eine Vorschau machen, damit ihr seht, wie das nachher aussieht. Zuerst die Karte, dann nehme ich eine schwarze. Dann das, was ich einfügen will, die ist bei mir so pink. Und dann könnt ihr Stift oder Folie. Ich nehme Folie, und bei mir wird es eine Silberfolie sein. Kann ich sagen, okay. Und so sehe ich eigentlich schon, wie meine Karte dann schlussendlich aussehen wird, und ob mir das gefällt, dann kann ich auch weitergehen. Und jetzt sagt er mir erforderlich, Einlegekarte, das Folientransfersystem, eine Folie Silber und die Cricut Joy Schneidematte für Karten. Und hier kann ich auch auf Vorschau gehen. Dann sehe ich das Ganze nochmal, wo das platziert ist. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach auf Herstellen. Dann kann ich die Maschine auswählen. Und jetzt sagt er euch auch schon, was ihr machen sollt, nämlich die Folie abziehen, diese Schutzfolie, die drauf ist.
und dann die Einlegekarte reinmachen. Haben wir gemacht. Weiter. Und jetzt sagt er, ich soll die Folie hinzufügen. Und in diesem Paket drin habt ihr das Werkzeug. Und ja, ist ein bisschen viel Plastik für dieses kleine Teil, aber naja, ist so, weil ist so. Und das ist gleich wie beim großen. Na, ihr habt hier eine Spitze mit diesen Ringen. Dann könnt ihr einfach, na, ich drücke hinten drauf. Dann kann man es rausziehen. Und so ist die Spitze drin. Bei dem für den Maker hatte ich euch ja gezeigt, dass ihr 3 verschiedene Stärken habt und hier ist es nur die 2, die wir hier haben. Dann haben wir hier ein Paket drin und diesmal haben sie die Verpackung intelligenter gemacht, so dass die Folie nicht an diesem Klebestreifen hier oben festklebt, sondern er ist tatsächlich jetzt auf der Seite. Na, man hat dazugelernt. Dann kann ich eine, das ist Goldfolie, die will ich nicht. Ich will eine Silberfolie. Genau die hier. Und dann Klebestreifen. Klebestreifen hat echt genug drin und die könnt ihr auch wiederverwenden. Jetzt müssen wir das auf die Karte drauf bringen und hier ist es extrem wichtig, dass das schön straff sitzt. Und dass ihr den Kleber, den ihr drauf macht, nirgends habt, wo nachher das Motiv ist. Das heißt, ich lasse es oben und unten überlappen. Dann hole ich einfach hier die Folie, lege sie wieder runter, mache das hier fest. In den nächsten Streifen auch hier hole ich die Folie wieder und jetzt ziehe ich das wirklich schön runter. So, dass es wirklich schön straff hier drauf liegt und dann mache ich auf den Seiten auch noch Streifen drauf. Hier gehe ich nicht zu weit rein, einfach damit ich sicher bin, dass dann nicht das Design verdeckt wird. Aber auch da straff ziehen, ne? So dass es wirklich schön straff drauf ist. So. Und die Joy blinkt hier auch schon wunderbar. Und dann kann ich einfach die Matte reingeben. Dann sagt er mir, ich muss das Tool ändern, nämlich das Messer rausnehmen und das Folientool reingeben. Haben wir gemacht. Und dann kann ich hier auf Los drücken. Wenn er durch ist, dann sagt er auch, ne, wichtig, Schneidematte nicht herausziehen. Das heißt, ihr müsst jetzt die Folie lösen, ohne dass ihr die Matte rausnehmt. Ich hebe die oben einfach von beiden Seiten kurz an. Und dann kann man die rausnehmen. Das sieht schon mal sehr cool aus. Dann kann ich das Folienwerkzeug rausnehmen, das normale Messer wieder reingeben und dann sagt er weiter. Jetzt sagt er mir, ich soll die Klinge reinmachen, das habe ich schon gemacht und dann kann ich Los sagen. Dann sagt er, dass er das Ganze abgeschlossen hat und ich kann auswerfen sagen.
Und dann war es das eigentlich auch schon mit der Joy und auch mit der App. Und na, ihr seht, da könnt ihr wirklich extrem cool ganz einfach auf die schnelle Karten kreieren. Ich finde das wirklich Hammer. Die werde ich definitiv öfters verwenden. Und dann können wir uns noch um die Karte kümmern. Ich hebe das hier auf den Seiten vorsichtig an. Da könnt ihr auch wunderbar mit dem Spachtel drunter, damit ihr die nicht verbiegen müsst. Und die ganz einfach rausnehmen. Gucken, ob das alles geschnitten hat. So. Wunderbar. Und jetzt können wir noch die Einlegekarte vorbereiten. Da ich nicht die Standardkarten von Cricut verwendet habe, musste ich die kurz zurechtschneiden. Das sind bei mir 13,3 cm mal 10,2 cm. Das sollte eigentlich passen. Dann können wir die hier reinmachen. Und so sieht es dann aus, wenn es fertig ist. Ihr seht hier den Glanz, was die Karte drauf hat. Cooles Spiel mit diesem Pink und Schwarz und dem Silber. Innen drinne sieht sie so aus. Und die Kleber, die könnt ihr wiederverwenden. Das Ganze könnt ihr natürlich nicht nur mit der Card Mat verwenden, sondern da könnt ihr ganz einfach auch Sachen mit eurer normalen Matte machen. Hier auch noch der Hinweis, das passiert mir immer wieder, die Folie sollte nicht die Klebeschicht berühren, was sie hier bei mir gemacht hat, und so bleibt die hier drauf. Das müsst ihr dann wieder reinigen. Von dem her, ja, eher gucken, dass ihr nicht zu große Überlappung hier unten habt. Jetzt wollte ich euch noch ein paar andere Sachen zeigen. Ihr könnt ja nicht nur Karten machen, sondern was ich zum Beispiel auch gemacht habe, ist hier, wir können ja keine Boxen mit der Cricut Joy machen, aber ich habe ganz einfach kurz mit dem Envelope Punchboard eine Box gemacht, eine kleine 5x5x5 cm. Und dann habe ich hier einfach 4,5 cm x 4,5 cm solche Quadrate im Design Space gemacht und da ein Muster drauf gelegt, das Muster auf Folieren gestellt und auch noch oben so eine Blume. Und so habt ihr wunderbar eine kleine, süße Geschenkbox mit diesem Folieneffekt. Finde die schon sehr cool. Das sind beides 220 Gramm Farbkarton. Dasselbe habe ich auch noch mit einem Buchzeichen gemacht. Hier unten Just One More Page und oben dann kleines Herz ausgeschnitten. Finde ich eine coole Sache für eben als Buchzeichen. Was ich auch versucht habe, ist das mit anderen Materialien zu machen, weil mit Farbkarton, seht ihr, das funktioniert wunderbar. Und ich wollte dann noch wissen, funktioniert das auch mit Snap Pap und funktioniert das mit Wildleder, weil die beiden Materialien brauchen schon wesentlich mehr Druck, vor allem das Wildleder. Und ich habe es hier mit Snap Pap gemacht und ihr seht, dass das Ganze nicht richtig drauf haftet. Das verschmiert euch. Das heißt, Snap Pap, es hält zwar, also ihr kriegt es drauf, aber es ist grenzwertig, wie lange das dann drauf bleibt. Da habe ich ein großes Fragezeichen. Also ich denke, es geht einfach zu wenig tief ins Material rein. Dann habt ihr irgendwann das Ganze, dass man das nicht mehr richtig sieht. Von dem her, man kann es, aber besser ist es mit Farbkarton. Und dann habe ich das Ganze auch noch mit Wildleder ausprobiert. Das ist das Ergebnis. Super, ne? Ist richtig toll geworden.
Nee, es hätte derselbe Spruch sein sollen wie dieses Just One More Page. Aber das hat echt wirklich überhaupt nicht funktioniert. Und ich habe das Material ausgesucht, was am meisten Druck hat. Aber das war nix. Von dem her, Wedelleder könnt ihr mit dem Maker machen, aber mit der Cricut Joy nicht. Da kriegt ihr einfach zu wenig Druck hin. Aber gerade so fürs Kartengestalten oder um Boxen aufzuhübschen oder sonst eben so Buchzeichen, könnt ihr das Tool wunderbar verwenden. Das heißt, solche Sachen könnt ihr wunderbar mit diesem Foiling-Tool für eben die Cricut Joy könnt ihr machen. Hier müsst ihr einfach drauf gucken, wenn ihr es kauft, die Pakete oder die Verpackungen sehen fast gleich aus. Da müsst ihr einfach drauf gucken, dass Cricut Joy draufsteht, weil mit dem für einen Maker, das ist zu groß, das kriegt ihr in die Joy nicht rein. Und das war's auch schon für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken und ich hoffe natürlich, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!